Hallo und willkommen zusammen zum Wochenorakel für die kommende Woche. Alle Infos zu mir findest du unten in der Videobeschreibung. Und am Ende kannst du gerne noch dranbleiben, da mache ich so ein kleines Auswahlorakel. Jetzt gucken wir mit dem großen Blatt in die kollektive Energien für uns, für die verschiedenen Themen, für die Woche und ich bin gespannt. Ja, es wird sehr viel um den häuslichen Bereich, um das Umfeld gehen. Glückliche Wenden, hier Beruf, häuslicher Bereich, kleine Dinge, die dein Leben bereichern, die sich etwas nach Stabilität anfühlen. Unter Umständen hat man hier auch so Haus- und Berufsthemen zusammen, wo man sich überlegt, wie kriege ich da eine Wende rein, und das kriegt man hier im kleineren Bereich. Das begünstigt hier die Arbeit auch von zu Hause aus. Möglich, dass sich an sich im Umfeld jetzt so Wege anzeigen, wo ihr euch ein neues Kapitel eröffnet. Geht es viel um Informationsaustausch, eventuell auch Verträge im häuslichen Bereich oder im Beruf, scheint beides irgendwie gleich wichtig zu sein. Ja, das ist ja alles hier schon bestens. Jetzt kommt die Liebe hinzu. Die liegt ja im Haus der Blumen, die Blumen liegen daneben. Also es scheint so eine Woche zu sein, wo wir uns gut getragen durch den Alltag bringen lassen, wo wir ja die Möglichkeit haben, so kleinere Dinge so zu wenden, dass sie uns richtig erfreuen. Der Klee liegt im Haus des Klees, ne? Die Blumen liegen unten dran. Das können auch Wenden sein, die plötzlich kommen, ein Zufall, ein nenn es Geschenk, das dich sehr bereichert, wo dein Herz aufgeht, wo du Freude dran hast, wo du erblühen kannst. Der ein oder andere könnte hier sogar, wenn man es recht will, sich überlegen zu heiraten oder einen Heiratsantrag zu kriegen. Ja, es geht hier um die Liebe zu einer speziellen Person. Das kann jetzt hier dein Gegenüber sein. Das kann auch möglicherweise tatsächlich jemand sein, der neu in deinem Leben auftaucht, falls du Single bist. Und es geht darum, die Beziehungsebenen ja, im Alltag zu leben, würde ich sagen. Also was empfindet man als Alltagsglück in Beziehungen? Wo kann man sich gegenseitig im kleinen Bereich unterstützen? Wo ist man bereit, gemeinsam Dinge zu klären? Man schafft sich so ein Feld, ja, wo man sagt, okay, wir packen es gemeinsam an. Möglicherweise kann man hier auch die Vergangenheit nochmal klären. Also sprich, dein Gegenüber hat vielleicht einen Partner gehabt und es gab immer mal wieder so noch Schwierigkeiten oder Einflüsse durch diesen Partner. Und da kann man jetzt gut einen Knopf dran machen. Konflikte, die Klarheit bringen, Konflikte, die Veränderung bringen, Konflikte, die lange da waren, werden hier zum Guten gelöst, ne? Es kann auch sein, dass man einen komplexen Konflikt in Veränderung bringt. Das liegt hier sehr zentral an allen Themen dran, ne? Wir haben das Haus, die Liebe, den Beruf, das ist ganz schön viel. Das Karma-Kreuz steht auf dem Kopf. Okay, also hier zeigen sich Dinge an, die man neu kreiert. Das Kind liegt im Haus des Kindes drin, also möglicherweise gibt es hier einige Neustarts oder einiges, was so, ich nenne es jetzt nicht mal Neustart, das kann auch so ein Reset sein, ne?
Man versucht etwas umzugestalten in mehreren kleineren Bereichen und man hat so dieses Gefühl, nicht mehr, dass man ausblockiert ist oder nicht vorankommt, und man beendet hier sozusagen auch ein Gefühl der Unzufriedenheit, nennen wir es einfach mal so. So eine emotionale Blockade, wo man immer nicht so richtig weiß, ich fühle mich genervt, ich weiß nicht warum. Ne? Eigentlich könnte alles gut sein und doch spürt man irgendwie, dass einen innerlich was bohrt. Ein Gefühl zeigt sich, vielleicht auch ausgelöst durch eine Kommunikation vom Außen. Ja, das ist eigentlich die Woche, wo man auch bestens Blockaden, die man mit dem Thema Liebe oder Beziehung oder Hindernisse da in den Herzensangelegenheiten hat, überwinden kann. Ne? Das hier ist ein bisschen speziell. Das kann an die Leute gehen, die immer wieder wegen den gleichen Themen aneinander geraten, die immer wieder einen Konflikt nähern, weil man unterschiedliche Meinungen hat, und hier scheint es einen Plan B zu geben. Also so eine Lösung, die für beide okay ist. Ich habe das Gefühl, man traut hier seinen Gefühlen nicht ganz. Auch das hatte ich, glaube ich, die Tage schon mal irgendwo gelegt. So dieses, stimmt meine Emotion, die ich zu der Geschichte habe, oder bin ich da nicht geklärt oder nicht, na, wie nennt man das? Ich kann die Dinge nicht mit Abstand betrachten, sondern bin persönlich betroffen und verdrehe dann, was Realität ist. Und es geht auch darum, einen Weg zu finden, bei dem man nicht so viel Kompromisse machen muss. Ne? Und da spielt die Emotion eine große Rolle, die man dazu hat. Also was ist für wen, welcher Kompromiss. Es geht darum, Hindernisse in allen Herzensangelegenheiten zu beenden oder auf den Weg zu bringen. Es stehen hier Entscheidungen an im vertraglichen Bereich, im Beziehungsbereich, im verbindlichen Bereich. Die sieht man hier in der häuslichen Ebene drin, aber hier auch nah am Beruf. Also es kann wirklich sein, dass man etwas Häusliches, Berufliches, das man so gemeinsam hat. Ich gebe euch ein Beispiel, so wie ich arbeite von zu Hause aus, ja, zum Beispiel. Deshalb wird beides ein Thema sein, und da kann man sich irgendwie angenehmere Umstände erschaffen oder einen Platz erwirtschaften, bei dem einem das Herz aufgeht. Dazu sind andere Wege nötig, um zur Harmonie zu kommen. Vielleicht auch ein Konflikt, den man mit dem Partner erklären muss, aber das scheint man ganz gut zu schaffen. Also so eine Lösung zu finden, die beide erfreut. Ja, hier liegt schon der Schlüssel in unserem eigenen Haus. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, uns neue Türen zu öffnen, einen Erfolg einzufahren. Eine Veränderung liegt hier unten mit der Sonne, sieht auch wieder nach sehr guter Nachricht aus, kann hier die Finanzen betreffen, den Beziehungsbereich oder den verbindlichen Bereich. Möglicherweise hat man etwas Finanzielles zu entscheiden und schafft es hier auch ganz gut. Hier liegt das Geld im Haus des Buches drin. Das kann eine finanzielle Sache sein, an die ihr noch gar nicht gedacht habt, die jetzt erst an die Oberfläche kommt. Die Fische und die Sonne sind die besten Geldqualitäten, die man kriegt, und möglicherweise spielt hier eine andere Person noch mit eine Rolle. Das kann vom Hause deines Gegenübers kommen, sprich eine Person, die dir hier irgendwie gute Nachrichten bezüglich Geld bringt, ein Vater, eine Amtsperson, alles möglich. Ne? Ein guter finanzieller Ausgang ist hier zu sehen. Was ich auch hier habe, also falls du jetzt zum Beispiel
einen speziellen Arbeitskollegen hast oder einen besonders guten Freund, den du hier mit in den Arbeitsbereich oder im häuslichen Bereich hast, so könnte er sie dir hier auch ein bisschen finanziell auf die Sprünge helfen, ne? Möglicherweise geht es hier auch um Gelder von Ämtern, Behörden. Das mag auch sein, dass man da irgendwie eine gute Nachricht kriegt oder eine Lösung findet oder eine Nachzahlung, sowas alles könnte sich da auf den Weg machen. Es ist auf jeden Fall etwas, das man noch nicht weiß. Das wird sich noch eröffnen, die Woche über. Im Hause der Freundschaft liegt hier auch so ein bisschen was. Hier gibt es Personen, das könnten deine Unterstützer sein. Ihr könntet hier gemeinsame Veränderungen erschaffen, die auch mit dem finanziellen Bereich zu tun haben. Also das ist hier, kann auch ein erwachsenes Kind von dir sein, wo ihr irgendwie auf einen Impuls kommt, der Geld bringt, ne? Sagen wir es mal so. Okay, im beruflichen Bereich ist es so, dass hier Belastungen rausgehen. Irgendetwas kann wegfallen, aber das, was hier wegfällt, das dient dir zur Erleichterung, ne? Viele haben hier vielleicht auch dieses Ding drin, dass man sagt, ich möchte mir eine neue Tür öffnen, ich möchte eine Veränderung, eine berufliche, das sieht man hier auch. Aber dafür, das, was hier liegt, lässt man definitiv etwas weg, ja? Es kann hier auch die Selbstständigen betreffen. Das hat sehr viel mit der Außenwirkung zu tun, mit dem Geld, das man aufwenden muss für eine Tätigkeit oder für etwas am Laufen zu halten. Aber hier haben wir wirklich eine sehr schöne berufliche Energie. Die Maus nagt dir hier was weg, was dir nachher Gewinn bringt, ne? Wir haben im Hause des Schicksals den Sarg drin. Hier gibt es Prozesse, die verändern einen Zustand der Schwere oder der Phase, wo man auch sagt, okay, diesen Punkt habe ich abgehakt, das, was da ein berufliches Kreuz war, das kann ich verändern, sodass ich mein Umfeld auch besser spüren kann oder dass ich mich da, wo ich bin und arbeite, auch wohlfühle. Also man macht hier so einen bewussten Cut oder einen bewussten Wechsel von irgendetwas, um nachher ein besseres Endprodukt zu haben, nenne ich es mal, ne? Okay, ihr Lieben, lasst mich noch mal ganz kurz drüber gucken. Bei den Finanzen nochmal, da habe ich so verstärkt Personen, die für dich wichtig werden können. Ich habe hier wirklich entweder aus dem Freundeskreis ein erwachsenes Kind, vielleicht auch ein Arbeitskollege, aber hier geht es um das Kreieren von Fülle und Finanzen, mit denen man nachher was anfangen kann. Und dafür lässt man hier was weg, was schwierig ist und nimmt etwas anderes auf, das verbindlich wieder ein neues Kapitel aufmachen lässt. Was möglicherweise hier spürbar ist, dass wir aus so einer Art, mir mangelt irgendetwas, ich bin unzufrieden, dann versucht, diesen Zustand zu beenden auf verschiedenen Ebenen, ne? Wenn das Haus am Anfang fällt, ist es natürlich das ganze Umfeld. Was ist das Umfeld? Die Menschen, die mit uns sind, die Wohnung, die Häuslichkeit, die Family und natürlich hier haben wir beide Bereiche mit der Arbeit halt auch noch verbunden. Oder wenn du nicht arbeitest, heißt es natürlich, ich arbeite an den Dingen meines Umfelds, um mir das so zu gestalten, dass es Erleichterung bringt. Möglicherweise ist man hier auch sehr viel unterwegs, um Dinge zu klären, die mit dem Beruf zu tun haben. Da liegt so eine Bewegung.
Man löst damit auch einen Konflikt im finanziellen Bereich und sorgt für neue Wege. Wobei im Haus der Wege liegt der Fuchs drin, ne? Also bei allem immer auch genau abwägen, ob man seinen Gefühlen trauen kann, ob es eine gute Entscheidung ist. Nicht nur dieses, ich mache das jetzt, sondern da gehört hier schon ein Plan dazu, ne? Okay, ihr Lieben, wir lassen das mal so stehen. Bleibt noch dran für das Auswahlorakel. Ich drücke euch bis zum nächsten Mal. So, hier bin ich wieder mit den kleinen Gestalten hier. Sind, glaube ich, Mönche oder so, ne? Und wir haben den roten und den blauen. Einer hebt sich die Ohren zu, einer hält sich den Mund zu, egal nach welchen Kriterien du hier aussuchen möchtest. Ihr könnt gerne auch vorspulen, wenn es euch zu lang dauert. Aber mir ist es halt wichtig, das so zu machen. Okay, dann habe ich zwei schöne Decks neu für euch dabei. Das sind einmal die Signale aus dem Zauberwald von den Naturflüsterern. Und einmal ist es der Gesang der Vögel. Da werde ich es jetzt so machen, dass ich die unten drunter lege, denn das kann man sonst erkennen. Okay, dann sucht ihr eine Seite aus oder eine Farbe, wie auch immer. Ich würde mich für Blau entscheiden. Und was haben wir hier? Also, es geht um das Schlagwort Illusion. Das ist auch das, was das große Blatt meint, ne? Wo kann man seinen Gefühlen vertrauen? Wo entsteht irgendwie so eine Blase, wo man vielleicht auch nicht ganz klar drüber ist, was ist Realität, was kann Wirklichkeit werden? Da muss man sich halt gut klären, ne? Ja, den Fokus. Sei fokussiert und gleichzeitig voller Hingabe, sagen die Engel. Betrachte die Dinge vielleicht auch nicht engstirnig oder hab kein hartes Urteil. Vielleicht hast du dich auch bei irgendeinem Gedanken getäuscht und hast die Möglichkeit, es jetzt zu korrigieren. Also mach nicht so ein hartes Urteil über dich. Man erschafft sich hier Zustände oder versucht an einem Fundament zu arbeiten, bei dem man in Würde altern kann, ne? Vielleicht hinterfragt man auch, ob das überhaupt noch möglich ist, hier auf diesem Erdball in Würde zu altern. Das ist schon wieder tiefgründiger, als ich es eigentlich gern hätte, denn wir überlegen uns ja alle, wie gestalten wir unseren Alltag, wie gestalten wir unser Arbeitsleben, wie kommen wir mit den Umständen klar und wo führen sie uns am Ende hin? Muss man nochmal neu beginnen oder muss man noch wahnsinnig was verändern? Wo haben wir vielleicht Gedanken, die ein bisschen täuschend sind? Also das ist eine große Woche der Klärung. Ja, deine Fähigkeiten einzusetzen, mit denen du dann die Situation lösen kannst, die sich vielleicht hier wie ein Drahtseilakt anfühlt. Und auch nochmal die Botschaft, du schaffst es. Benutze das, was du kannst, deine Gaben, Talente. Ja, guckt euch das mal an. Und hier haben wir die Schulden bezahlt, ne? Hier gehen alte Gewohnheiten weg, hier
hat man sprichwörtlich nicht mehr dieses Ding, dass man das Gefühl hat, man ist irgendjemand was schuldig. Und überhaupt das Thema Schuld wird sich hier aus seinem Leben, wie nennt man das, verdünnisieren, aus deinem Leben schleichen, nennen wir es so. Möglicherweise hast du auch die Möglichkeit, wenn ich so ein bisschen nach dem großen Blatt gehe, mit dem Geld, ne, dass da irgendwie was möglich ist, wo du sagen kannst, okay, ich habe hier einen guten Weg gefunden oder ich kann irgendeinen Betrag zurückzahlen oder es fließt eben so, dass ich keine Schulden machen muss. So, dann haben wir von den Vögeln hier den Dompfaff und der sagt dir, ich suche dich auf, um dich auf deine Anfälligkeiten hinzuweisen. Du befindest dich an einem Übergang in deinem Leben. Neue Knospen treiben an. Entdecke das Neue mit großer Achtsamkeit. Hier ist vielleicht so ein Prozess, wo man wirklich überlegt, ne? Übergang, wie gestaltet sich die nächste Zeit weiter, sodass es für dich gut leb- und tragfähig ist. Und wo muss man vielleicht sagen, auf dieses Pferd baue ich nicht. Okay, dann nehmen wir die andere Seite. Was habt ihr Schönes? Erzwinge nichts, also schon mal die Botschaft, wenn es nicht funzt, dann soll es vielleicht auch nicht sein. Und ihr habt den Engel der Bewusstheit. Hier geht es ein bisschen, sich für gute Gedanken zu öffnen, sich bewusst durch den Alltag auch zu bewegen, also nicht dieses Unachtsame, sondern eben auch bewusst zu sagen, wenn ich esse, esse ich und wenn ich Fernseh gucke, gucke ich Fernseh und ich mache nicht alles auf einmal. Ja, Achtsamkeit würde mir da auch dazu einfallen. Oder wenn etwas eben nicht klappt und du hast das Gefühl, du müsstest da noch dran, dann sei dir bewusst, dass es nicht machbar ist und lege dann dein Schwert irgendwie nieder. Für dich kann es so sein, dass du mit Erinnerungen konfrontiert wirst, dass etwas vielleicht auch sehr nostalgisch wirkt, dass du etwas aus der Vergangenheit vielleicht auch zurückhaben möchtest und du spürst jetzt so oder dir wird bewusst, ich muss es bei der Erinnerung belassen. Hier kann es um eine berufliche Situation gehen, das entspricht dem großen Blatt auch sehr. Vielleicht erinnerst du dich daran, was du mal machen wolltest und wie und kommst so auf die Idee, das nochmal neu anzugehen. Auch da nochmal der Hinweis, ne? Möchte es nicht, dann erzwinge es nicht. Denn es geht hier bei dir ganz viel um emotionale Genesung. Also hier kriegst du einen großen Part rein, wo du über irgendeinen Schmerz drüber kommst. Möglicherweise auch über eine berufliche Sache, wo du denkst, okay, ich kann nicht länger gegen mich gehen und ich versuche jetzt mein Bewusstsein darauf zu lenken, dass es mir gut geht, auch beruflich. Und ich zwinge mich nicht, was weiterzumachen, was ich gar nicht mehr machen möchte oder so. Für dich haben wir hier die Kohlmeise, die sagt, lasse dich auf meinen Flügeln zum unbeschwerten Glück deiner Kindheit tragen oder heile als Erwachsene das Leid, wenn es schmerzvolle Zeiten gab, an die du dich nur ungern erinnern möchtest. Guck mal, Erinnerung, emotionale Genesung, passt wie die Faust aufs Auge. Mega. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald.